Michael Pergomet ist der Experte für Psychosomatik. Er hilft Menschen, ihre Ängste, Süchte und auch Burnout zu bewältigen, dabei alte Verhaltensmuster zu erkennen und abzulegen, damit sie wieder mehr Zeit für sich selbst und ihre Familie haben, um die Dinge erneut genießen zu können, die ihnen wichtig sind und waren. Ein ganz wichtiger Anteil ist im Prinzip bei all den Sachen, ob das jetzt Süchte, Ängste, Depressionen oder sonst etwas, es geht meistens um Schmerzvermeidung. Gleiches Thema wie bei ihr, emotionale Schmerzen stehen bei uns immer sehr hoch im Vordergrund und man versucht sie durch irgendwelche Verhaltensmuster zu vermeiden. Dann haben wir im normalen, bewussten Lebensbereich haben wir Erfahrungen, die wir, sagen wir es mal, verarbeiten können, uns daran richten können und wir versuchen dann an denen zu wachsen und die nächsten Situationen besser zu erleben. Es gibt 2 Grundprogramme, erlebe so viel Gutes wie es geht und vermeide so viel Negatives wie es geht im bewussten Bereich. Und alles, was sich darauf aufbaut, ist letztendlich eine Steigerung davon durch Entscheidungen, die wir in unserem Leben gehabt haben. Ja. Da jeder andere soziale Umstände hatte und andere Eltern, die wieder das Produkt ihrer Erfahrung sind, ist auch bei keinem Menschen das gleich. Ja. Jeder Mensch ist absolut individuell das Produkt seiner Erfahrung und versucht, Schmerzen zu vermeiden, wie alle anderen Lebewesen auch. So, jetzt gibt es einen Bereich, da dürfen wir anpassen. Und das ist halt der Bereich vom bewussten Leben, auch wenn wir was vergessen haben. Da kann man als Coach und als Therapeut relativ gut zugreifen. Und man kann mit Gesprächstherapie, mit positiven Verhaltensmustern extrem viel erreichen. Und es gibt ganz alte Programmbereiche, die von der Entwicklungsgeschichte so weit zurückliegen wie Hund, Katze, Maus, Qualle, Regenwurm. Sogar ein Regenwurm hat einen Überlebensinstinkt und versucht, Schmerzen zu vermeiden. Ja. Und all diese Schmerzausweichprogramme sind letztendlich nur Vermeidung von Schmerzen. Und das kann enden in Sucht, Ängste, Depressionen, was auch immer, nur um dem Schmerz auszuweichen. Und was ich mache, ist einfach nur herauszufinden, was sind die Ursprungssituationen dahinter, die zum Verarbeiten zu bringen. Und dann hören auch dann die Ausgleichsmuster auf, also dann hören die Ängste auf, dann hören die Depressionen auf, das Burnout und so weiter. Zum Beispiel ein Burnout, ja, der arbeitet bis zum Umfallen normalerweise. So, aber warum? Es haben ihm Hunderte von Leuten schon vorher gesagt, du arbeitest dich tot. Ja, das ist nicht gut für dich. Er sagt immer ja. Macht trotzdem weiter. Und er kommt immer wieder in dieses Verhaltensmuster rein, obwohl er es intellektuell versteht. Er wird gesteuert durch Programme, durch teilweise Erfahrungen oder das Heftigste, wie gesagt, sind diese Überlebensinstinktprogramme, wo man schwer dran kann. Ja, aber man kommt trotzdem dran. Wie kamst du dazu, dass du heute der bist, der du bist? Ich habe, als ich Wirtschaftsinformatik studiert hatte, irgendwann mal gemerkt, das ist nicht mein Ding. Das heißt, es ist zwar ganz nett gewesen, das Studium, aber erfüllt hat mich das nicht. Und dann habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und das war halt alles, was mit Gesundheit zu tun hat. Ah, okay. So bei der Psychosomatik habe ich dann gemerkt, also alles, was da so in diesen Bereich reingeht, irgendwie hat mich da nichts wirklich überzeugt von dem, wie gerade therapiert wurde, weil da immer irgendwo etwas nicht ganz in Ordnung war oder noch was gefehlt hat. Verstehe. Und da gab es keinen roten Faden irgendwo. Und wenn man da als Experte ein bisschen weiter hinterguckt, dann weiß man auch, warum denn da so Unterschiede sind. Und wenn man die aus dem Weg räumt zusammen mit den Patienten, dann kommt man auch dann an Ergebnisse ran, die vorher nicht machbar waren bei den Leuten. Ja, und dann kriegt man wieder ein Lächeln. Ja.